So, dann mal wieder ganz herzlich willkommen zurück auf dem Kanal Computersachen. Und heute schauen wir uns noch die Apps an. Und zwar die Apps für Immich. Die haben wir uns noch nicht angeguckt, beziehungsweise Immich auf Mobilgeräten. Nachdem er geschoben wird als alte Apfeljünger, ja, mach doch nicht immer nur Apfel und mach doch mal Android. Ja, heute machen wir mal mit Android. Habe extra meine Fernbedienung von meinem Home-Assistent rausgewühlt. Und das werden wir jetzt dann auch heute benutzen. Gut, als erstes, wir können Immich natürlich über die Webadresse aufrufen. Habt ihr oben stehen jetzt einmal die IP-Adresse und der Port. Die IP-Adresse habe ich natürlich ein bisschen ausgeblendet. Da müsste man sich jetzt anmelden, das habe ich nicht. Das ist also genau dieselbe Web-Oberfläche wie auf allen anderen Geräten auch. Und die geht natürlich auch im Querformat. Werden wir uns gleich noch alles anschauen. Das ist aber nicht das, was interessiert. Ich weise nur darauf hin, dass das genauso funktioniert. Das stellt überhaupt kein Problem dar. Und uns interessiert jetzt erst einmal, und darum soll es heute gehen, die App Immich. Die könnt ihr für Android oder für Apple ganz normal herunterladen. Und schon seid ihr in Immich drin. Und ihr seht, wenn hier oben jetzt mal nicht Immich stehen würde, würdest du das für Google Foto halten. Ist einfach nochmal so. Das sind jetzt mal so ein paar Vorlagenfotos von mir drin, die habe ich reingeladen. Dann Jana Nguyen habe ich hier. Ne, Kanika, meine Schwester, hier ein bisschen in Thailand gewesen zu Besuch. Da habe ich ein bisschen mit Transformers rumgehangen. Man hat hier als Verlangen nichts zu tun. Und so geht das hier weiter. Das Ganze bekomme ich natürlich auch, wenn ich es wieder quer halte. Ich habe natürlich dann auch hier wieder. Jetzt stellt sich auch die ganze Ansicht um. Seht ihr das? Es ist also wirklich super aufgelöst. Es ist wirklich klasse gemacht. Kannst du nicht meckern. Ne, ich kann hier suchen. Ich habe hier meine Alben. Ne, und ich habe hier meine Bibliotheken. Da habe ich meine Personen drin, meine Favoriten. Archiviert habe ich halt auch nichts. Geteilte Links habe ich nicht. Papierkorb ist bei mir auch immer leer. Auf diesem Gerät, da könnt ihr also eigentlich die Fotos anzeigen. Ach so, auf dem Handy habe ich keine Fotos drauf. Seid nachsichtig. Ist eigentlich nur die Fernbedienung für mein Scheißstechmücke. Ist ja eigentlich nur die Fernbedienung für mein Home-Assistent. Ordner, gesperrte Ordner. Hier ist alles da, was du brauchst. Was das jetzt begehrt, wenn wir es wieder hochkant nehmen, dann seht ihr, rutscht die Menüleiste wieder nach unten. Und ich habe das hier auch drüber. Das ist eigentlich schon alles, was man so zu der App sagen kann. Ich kann jetzt hier das Bild aufrufen, ich kann es bearbeiten, ne, ich kann es zuschneiden, ich kann filtern hier, ne, kann hier ein fertiges Format nehmen, ich kann Free auswählen, ganz wie ich Lust und Laune bin. Abbrechen, wir uns ja nicht verändern, ich kann hier noch Filter drüber legen, gerade frisch beim Atomschlag, halt immer von diesen Dingern nicht. So, grün ist auch noch ganz lustig. Also wie hier gesagt, hier geht wirklich alles. So, was jetzt hier auf dem Handy ein bisschen lausiger rüberkommt, ist natürlich jetzt Info muss ich extra aufrufen. Es ist klar, das Handy hat jetzt eine kleinere Auflösung einfach. Das ist einfach so, selbst wenn ich es quer halte, habe ich hier nicht die entsprechende Auflösung, dass ich Info noch mit einblenden könnte. Das lagert einfach das Bild. Drehst es wieder zurück. So, auf dem Foto ist eine Person erkannt worden. Das bin ich. Wie gesagt, Gesichtserkennung macht das Ding super. Bin begeistert. Und hier unten ist nochmal die Karte, wo es aufgenommen worden ist. Ist auch alles mit drin. Wie gesagt, eine wunderbare App, kann ich wirklich nur empfehlen. Dann habe ich natürlich hier, ich kann jetzt hier zum Beispiel einen Tag oder ein ganzes Foto auswählen, kann das teilen. Da könnte ich jetzt auf Google Fotos direkt hochladen, wenn ich sie da haben will, wenn ich sie wieder in Google drin haben will. Auf TV-Anzeigen kann ich hier direkt auswählen. Also du siehst hier, ist wirklich nichts, was du nicht haben kannst. Facebook kann ich euch hier jetzt nicht zeigen, weil ich hier Facebook natürlich jetzt nicht installiert habe. Du kannst es zu Gmail schicken, Nachrichten, Reminder, kannst das überall hin verballern, wo du es willst. Und du kannst ja auch noch sagen, okay, die Leute sollten nicht wissen, ne, also wo es aufgenommen worden ist. Wie gesagt, ich kann hier Link-Sharing machen, dann wird ein Link geteilt. Oder ich kann mir hier entsprechend auswählen, was ich haben möchte.
Versuchen wir mal Gmail, vielleicht funktioniert. Fotos sind da, lädt sie direkt rein, passt rein. Gehen wir wieder zurück. Jetzt ist halt der wieder da, den wollten wir natürlich nicht. Brauchen wir unseren Michi. Bleiben wir nochmal hier drin, teilen wir mal nur ein Foto, das geht wahrscheinlich schneller. So, und hier kann ich jetzt einfach Link-Sharing machen. Ne? Damit erlaube ich, das sagt er jetzt auch nochmal ganz explizit, hier unten den weiß ist das sage ich, Link-Sharing erlaubt, auf Fotos und Medien auf deinem Gerät zuzugreifen. Das heißt, es funktioniert nur, wenn dein Michi im Internet erreichbar ist. Da habe ich ein Foto dazu gemacht, Michi im Internet sicher freigeben. So kannst du das konfigurieren, dass du das benutzen kannst. Und ansonsten würde ich euch einfach die Version empfehlen, hier unten direkt auszuwählen, ob ich es auf Google Fotos, Facebook teilen möchte, per Bluetooth übertragen. Also wie gesagt, ich kann hier wirklich alles machen, was ich haben möchte. Ich kann Fotos zu Kontakten hinzufügen. Also es ist, kannst du mir auch in Google Maps nochmal den Ort anzeigen lassen. Nein! Ja, da kann ich jetzt auch Fotos hinzufügen aus Album. Ich kann es vom Gerät hinzufügen und ich kann Fotos in ein Archiv verschieben. Das heißt, die Fotos bleiben noch da, kann ich sie abrufen, sind aber hier nicht mehr in der Übersicht drin. Du kannst hier alles machen. Das ist wirklich auch deine Favoriten-Likes, da kannst du ein Herzchen setzen hier oben rechts. Nehmen wir es wieder raus. Du kannst übertragen auf den Fernseher, ähnliche Fotos anzeigen, herunterladen. Er sucht automatisch nach Duplikaten. Also du hast wirklich alles drin, was geht. So, das war jetzt die Handy-Version auf dem Android. Auf dem Apple schaut die Handy-Version genauso gleich aus, also auf dem iPhone. Und im zweiten Teil schauen wir uns das jetzt an, wie sich das verhält, wenn wir uns das auf dem iPad ansehen oder auf einem Tablet-PC. Da wird das Ganze nämlich gleich viel schicker. Okay, dann schauen wir uns mal die ganze Geschichte, die App von Immich auf dem iPad an. Ganz zwischendurch allerdings nochmal bemerkt, wenn du jetzt über dieses Video gestolpert bist, dass du dir anschaust und sagst, oh, Immich installiere ich mir, dann bedenke bitte daran, dass du einen Server dazu brauchst. Du musst dir das Hauptprogramm erst auf deinem PC oder Notebook einrichten. Dein Mac tut es natürlich auch. Und erst wenn das eingerichtet ist, kannst du natürlich dieses Programm und die Software benutzen. Die App ist nur eine Wiedergabe auf deinem Handy von dem, was auf deinem Computer gespeichert ist. Da gibt es noch viel drumherum. Ich verlinke dir hier oben, da siehst du das dann nochmal in der YouTube-Anzeige, das Video Immich einrichten. Dann weißt du, wo es da lang geht. Und es musst du auf alle Fälle einhalten, weil sonst funktioniert das nicht. Gut, dann haben wir Immich auf dem iPad. Wir schauen uns das mal an. Ich muss mich jetzt hier ein bisschen entschuldigen, die Übertragung ist hier nicht ganz so rosig. Ich weiß nicht, warum mein Netzwerk wieder mal so langsam ist. Das könnte aber auch mit der hochauflösenden Grafik vom iPad zusammenhängen. Wer weiß das schon. Also ein bisschen verzögert das Ganze, aber es funktioniert ganz gut. So, wir starten mal die Immich-App. Die kriegst du natürlich wieder im iStore oder im Apple Store. Und schon ein bisschen runter. So, ein paar Fotos, damit ich keine Leute zeige, die ich nicht kenne. Quatsch, die ich kenne, aber die nicht wissen, dass sie im Internet sind. Also hier genau dasselbe. Du hast hier an der Seite richtig schön deine ganzen Felder wieder, die du auch alle kennst. Ne, du hast hier deine Personen, dann die Orte, Fotos auf diesem Gerät, die kann man direkt dann auch übertragen. Gesperrte Ordner, Partner kann man natürlich einrichten und man kann auch Ordner anlegen und da noch einmal die Fotos abzuteilen. Kann man alles machen. Bleiben wir hier bei Fotos. Schauen wir mal hier rein. Ja, mich hat das Beste erwischt. Wunderbar. Und du siehst hier unten im Bildschirmrand bearbeiten zum Beispiel, hinzufügen, löschen und hier kannst du auch teilen. Ja, da kann ich jetzt das Foto teilen. Ich kann direkt per E-Mail verschicken. Ich kann das Bild speichern. Ich kann es per Telegram, ich kann es in Messenger reinsetzen. Also ich habe hier wirklich keine Grenzen. Ich kann es drucken. Ja. Zum geteilten Album hinzufügen. Ich kann also auch Alben mit anderen Leuten teilen, nicht nur einzelne Bilder. Finde Produkte bei Amazon. Achso, das ist von der Amazon-App, das oder sonst könnte ich hierher. Ich habe etwas verwirrt gerade, Entschuldigung. Seid ein bisschen nachsichtig. Den hübschen Kerl hier wieder weg. Ja, aber das da ist ein bisschen angenehmer. So, dann habe ich natürlich bearbeiten. Hier kann ich dann auch wie in der in der Android-App auf dem Handy gezeigt. Natürlich hier genauso das eines machen. Ich habe hier die Formate, die ich auswählen kann, vorformatiert. Ja, ich kann das Bild drehen. Ich kann das hier mal abbrechen.
Dann habe ich hier meine Filter, die kann ich auch noch hernehmen. Ja, da kann ich ja noch die grünen. Also im Prinzip genau dasselbe. Die Apps stehen sich hier in keinster Weise nach Android oder Apple. Das ist relativ egal. Es ist immer das gleiche Spiel. Darum werde ich auch gar nicht so weit weiter darauf eingehen. Und hier beim Tablet hast du auch, da siehst du, wenn ich das Bild nach oben schiebe, bekomme ich jetzt unten allerdings eingeblendet die Daten zu dem Bild. Ne? China New Year zum Beispiel unten, das ist das Jahr des Feuerpferdes. Dann das Bild, wo es aufgenommen ist. Personen auf dem Bild. Hier bin ich dann dabei. Gehen wir nochmal zurück. Was gibt es sonst noch Interessantes? Dann drehen wir mal das ganze Spielchen um. Das Bild mal hochkant. Und da ist es auch schon. Und wie ihr seht, hier kann ich auch alles, wie ihr habt, kann ich nach oben schieben, habe ich meine Einstellungen, kann hier oben auch noch mal das Menü gehen, ich kann Link teilen, übertragen auf dem Fernseher, wie ihr es von YouTube jetzt zum Beispiel auch kennt. Ich kann nach ähnlichen Fotos suchen, ich kann es als Profilbild festlegen, ich kann es herunterladen, den Browser öffnen und in den Papierkoffer schubsen. Also wie gesagt, hier geht alles, das ist, du wirst dem nichts nachstehen, es ist wie Google Fotos. Und das kannst du super benutzen. Das soll es jetzt auch für dieses Video gewesen sein. Der Apple-Teil ist diesmal kürzer, das ist normalerweise der Android-Teil. Aber in dem Fall war also, wie gesagt, Android einfach mehr gewünscht und darum haben wir das jetzt einfach mal Schwerpunkt Android-Handy gemacht und das iPad mal ein bisschen hinten dran. Die iPhone-Version schaut genauso aus wie die Android-Version. Das ist alles auch von der Community, auch das Programm erstellt hat, im Michi programmiert und so weiter. Das ist alles aus einer Hand. Du hast hier eine saubere Lösung für deine Fotos. Und wie gesagt, du kriegst deinen Cloud-Speicher bei Google oder bei Apple dann auch entsprechend leer, hast die Fotos auf deinem PC mit genau denselben Luxus. Und wenn du da einfach mal die Fotos schon mal rausschiebst, dann kriegst du auch Speicherplatz auf deiner Cloud frei. Sollte dir das Video gefallen haben, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Ein Abo für den Kanal wäre riesig. Und wenn du die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein weiteres Video mehr auf diesem Kanal. Ich produziere diese Videos natürlich in meiner privaten Freizeit, auf meine eigene Rechnung, mit meinem eigenen hardware-technischen Equipment. Und wenn du das gut findest, was ich hier mache, würde ich mich über eine Unterstützung meines Kanals sehr freuen. Spendenlinks findest du unten in der Videobeschreibung, wo du die App downloaden kannst und so weiter. Das findest du alles im Homepage-Artikel, den verlinke ich auch unten in der Videobeschreibung. Ansonsten solltest du Probleme haben mit deinem PC, mit deinem Computer, mit deiner Hardware, mit deinem Netzwerk, mit deinem Einzelplatz, mit deinem Linux, mit deinem Windows, was auch immer, kannst du dich vertrauensvoll an die KSC wenden, verlinke ich euch auch unten in der Videobeschreibung. Ein weltweiter remoter Dienstleister. Auftrag gegen Rechnung, da wirst du geholfen für 25 € die Stunde, ohne Vertragsbindung, ohne Ecken, Haken und Ösen, ohne Abo. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Video.